Good morning, wonderful friends. Guten Morgen, wundervolle Freunde. Reinhard and Daniel is back once again. Reinhard und Daniel sind mal wieder da. Always so exciting to hear the news from all over the world. Immer begeistert aus aller Welt die Nachrichten zu hören, Where these devotionals are spreading. wo diese Andachten überall hingelangen. We decided that we are going through Colossians 1 in the Passion. Wir haben beschlossen, Kolosser 1 in der Passion Übersetzung durchzugehen. So here Paul starts to say, dear friends in Kolossä. Hier beginnt Paulus mit Liebe Freunde in Kolossä. You know, I really like how the Passion says that. Ich mag es wirklich, wie die Passion es ausdrückt. Dear friends. Liebe Freunde. I've never yet met an apostle who calls the ordinary members of the church friends. Ich habe bisher noch nie einen Apostel getroffen, der die gewöhnlichen Gemeindeglieder Freunde nennt. That means Paul did not believe in hierarchy or clericalism. Das bedeutet, Paulus glaubte nicht an Hierarchie oder Klerikalismus. Dear friends, what a beautiful way to express it. Liebe Freunde, welch schöne Art, das auszudrücken. And then he says, my name is Paul and I've been chosen by Jesus Christ to be his apostle. Dann sagt er, mein Name ist Paulus und ich bin von Jesus Christus auserwählt worden, sein Apostel zu sein. You know, it's very interesting that I've actually sat with pastors Es ist sehr interessant, dass ich mit Pastoren zusammensaß, who have insisted that they must be called by the title of a pastor, die darauf bestanden, mit dem Titel Pastor angesprochen zu werden. and the argument they brought is exactly what we've just read. Und ihr Argument war genau das, was wir gerade lasen. They said Paul also insisted to be called to be an apostle. Sie sagen, Paulus bestand auch darauf, als Apostel bezeichnet zu werden. How do you get this from here? Wie kann man das hier herauslesen? First of all, he called them friends. Erstens nannte er sie Freunde. Secondly, the word apostle, it simply means a sent one. Zweitens bedeutet das Wort Apostel einfach Gesandter. You see, we have to understand we have made something clerical out of this. Paul never did. Wir müssen verstehen, dass wir etwas Klerikales daraus gemacht haben. Paulus tat das nie. Paul was very, very sure that he had actually been chosen by Jesus to be an apostle. Paulus war sich ganz sicher, dass er tatsächlich von Jesus als Apostel auserwählt wurde. But look what he says here. Aber schau, was er hier sagt. He doesn't say, I've been chosen by Jesus Christ to be your apostle. He says to be his apostle. Er sagt nicht, ich bin von Jesus auserwählt worden, euer Apostel zu sein. Er sagt, sein Apostel. So you know, he knew very clearly who called him and whose apostle he was. Er wusste also ganz genau, wer ihn berufen hatte und wessen Apostel er war. It makes a huge difference if I believe I'm your apostle or I'm the apostle of Jesus. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich glaube, dass ich dein Apostel bin oder der Apostel von Jesus. Because if I'm the apostle of Jesus, I'm always aware who sent me and who I have to give account to. Denn wenn ich der Apostel Jesu bin, ist mir immer bewusst, wer mich sandte und wem ich Rechenschaft geben muss. And Paul, through many other parts of the Bible, he expressed this. Das drückte Paulus in vielen anderen Bibelstellen aus. He was very aware and very clear. Ihm war sehr bewusst und klar, One day he has to give account to the one who chose him to be apostle and the one who sent him. dass er eines Tages dem Rechenschaft geben muss, der ihn als Apostel erwählt und gesandt hat. You know, I do believe that we should make ourselves accountable Ich glaube, dass wir uns rechenschaftspflichtig machen sollten. in a very healthy and mature way. In einer sehr gesunden und reifen Weise. But I do not believe in accountability how many churches practice it. Aber ich glaube nicht an Rechenschaft, wie viele Gemeinden sie praktizieren. You know, many churches practice accountability in a way that you cannot obey Jesus if a apostle tells you something different. Etliche Gemeinden praktizieren sie in der Form, dass man Jesus nicht gehorchen darf, wenn ein Apostel die Sache anders sieht. That's a very dangerous thing. Das ist etwas sehr Gefährliches. Paul was very clear, I'm the apostle of Jesus. Jesus called me, Jesus sent me, and to him I give account. Paulus war sehr deutlich, ich bin der Apostel Jesu, Jesus rief mich, Jesus sandte mich und ihm gebe ich Rechenschaft. So, Jesus has sent him. Also, Jesus sandte ihn. Jesus has called you Jesus hat dich berufen. to fulfill a wonderful purpose, and always remember you have been chosen by him and you've been sent by him. Eine wundervolle Bestimmung zu erfüllen. Denke also immer daran, dass du von ihm erwählt und gesandt wurdest. And then he continues. He says, by the calling and destined purpose of God. Dann fährt er fort, durch den Ruf und die vorgesehene Bestimmung Gottes. So Paul was very clear, this is my purpose. Paulus war ganz klar,
das ist meine Bestimmung. I've been called and I've been destined to do this. Ich wurde berufen und dazu bestimmt, das zu tun. You know, today I got a message from somebody who said this. Heute erhielt ich von jemandem diese Nachricht. Why have you stopped being a pastor? Warum hast du aufgehört, ein Pastor zu sein? You know, I said to this lady said, why have you like stopped your calling as a pastor? Diese Frau sagte, warum hast du deine Berufung als Pastor aufgehört? So, do you know what I said? Weißt du, was ich sagte? I said, God never made me pastor. Ich sagte, Gott hat mich nie zum Pastor gemacht. That's a title that people kept pushing on me and I've been fighting it my whole life. Das ist ein Titel, den Menschen mir immer wieder aufzwangen und gegen den ich mich mein ganzes Leben wehre. God has called me to be a teacher, to prophet, and I've never walked away from this calling for the last more than 40 years. Gott berief mich dazu, ein Lehrer und Prophet zu sein. Und von dieser Berufung bin ich die letzten über 40 Jahre nicht abgewichen. You know, so you always have to be clear what God has called you to do is your destiny and your purpose. Du musst dir immer klar machen, wozu Gott dich berufen hat, ist deine Bestimmung. That's when you need to be faithful until the end and fulfill it. Der sollst du bis zum Ende treu bleiben und sie erfüllen. Once we understand this and we live like this, Sobald wir das verstehen und danach leben, our life will be a life of peace, our life will be a life of purpose. wird unser Leben ein Leben voll Frieden und zielgerichtet sein. We're not going to be stressed because other people don't agree with what we do. Wir wären nicht gestresst, weil andere nicht mit dem übereinstimmen, was wir tun. We know I have a purpose, I have a destiny, I have a calling, and it's Jesus who made all this happen. Wir wüssten, wir haben eine Bestimmung, eine Berufung und ein Ziel und es ist Jesus, der das alles bewirkt. So are you aware that Jesus put in this earth and he's the one who called you? Bist du dir also bewusst, dass Jesus dich auf diese Erde gesetzt hat und dass er derjenige ist, der dich berufen hat? Listen, I know we have to honor people. Ich weiß, wir müssen Menschen ehren. I understand that. Ich verstehe das. I know we have to love people. Ich weiß, wir müssen Menschen lieben. And I know we should walk in a good biblical relationship with leaders. Und in einer gesunden biblischen Beziehung zu Leitern leben. But no matter who we walk with, Aber egal, mit wem du unterwegs bist, we have to keep reminding ourselves that there is one who is called, chosen, and purposed us, and he's God. du musst daran denken, einer hat dich erwählt, berufen und bestimmt und das ist Gott. Everybody who is involved with me here in the ministry, Jedem, der hier mit mir im Dienst involviert ist, I always keep telling them, sage ich immer wieder, are you still with me because you know this is what God has called and purposed you, or are you here because you need a job? bist du immer noch hier, weil du weißt, dass Gott dich dazu berufen und bestimmt hat oder weil du einen Job brauchst? If you need a job, I'll help you find another job. I'll give you some money. Just please go your way. Wenn du einen Job brauchst, dann helfe ich dir, einen zu finden und gebe dir etwas Geld, aber bitte geh deinen eigenen Weg. But if you are here because this is, you know, where God wants you to be, then that's wonderful. Let's walk together. Aber wenn du hier bist, weil du weißt, dass Gott dich hier haben will, dann ist das großartig. Lass uns gemeinsam laufen. I will see you tomorrow. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.